Die Smaragdtafeln von Tod dem Atlanta. Tafel 2. Die Hallen von Amenti. Tief im Herzen der Erde liegen die Hallen von Amenti, weit unter den Inseln des gesunkenen Atlantis. Die Hallen des Todes und die Hallen des Lebens, gebadet im Feuer des unendlichen Ganzen. Vor langer Zeit, verloren in der Raumzeit, schauten die Kinder des Lichts hinunter auf die Welt. Dort sahen sie die Menschenkinder in ihrer Unterjochung, gebunden durch die Kraft, die aus dem Jenseits kam. Sie wussten, dass die Menschheit sich nur durch die Befreiung von dieser Unterjochung jemals von der Erde zur Sonne erheben konnte. Sie stiegen herab und erschufen Körper, welche denen der Menschen ähnlich waren. Die Meister des Ganzen sagten, nachdem sie Form angenommen hatten: Wir sind jene, die aus Sternenstaub geformt sind und haben Teil am Leben des unendlichen Ganzen. Wir leben in der Welt als Kinder der Menschen, gleich und doch nicht gleich den Menschenkindern. Anschließend, um einen Ort zum Wohnen zu haben, sprengten sie mittels ihrer eigenen Kraft weit unter der Erdkruste große Räume, abseits der Menschenkinder. Diese Hallen der Toten wurden mit Kräften und Mächten umgeben, als Schutz vor Gefahren. Daneben schufen sie andere Räume und füllten sie mit Leben und mit Licht von oben. So bauten sie die Hallen von Amenti, damit sie dort ewig wohnen mögen, um mit dem Leben bis ans Ende der Ewigkeit zu leben. 30 plus 2 an der Zahl waren dort von den Kindern, Söhne des Lichts, die unter die Menschen gekommen waren, um jene von der Unterjochung durch die Dunkelheit zu befreien, die durch die Kraft aus dem Jenseits gebunden waren. Tief in den Hallen des Lebens wuchs eine Blume, flammend, sich immer mehr ausdehnend und die Nacht verdrängend. Im Zentrum befand sich ein Strahl von großer Macht, lebenspendend, lichtspendend, der alle mit Energie speiste, die in seine Nähe kamen. Um ihn herum haben sie 2 plus 30 Throne errichtet, einen für jedes der Kinder des Lichts. Sie wurden so aufgestellt, dass sie von dieser Ausstrahlung überflutet wurden, erfüllt mit dem Leben aus dem ewigen Licht. Immer wieder brachten sie ihre erst erschaffenen Körper dorthin, damit sie von Lebenskraft erfüllt würden. 100 Jahre lang, von jedem 1000, musste dieses lebensspendende Licht auf ihre Körper einstrahlen, um sie zu erhöhen und die Lebenskraft zu erwecken. In dieser Runde sitzen die großen Meister von Äon zu Äon und leben ein Leben, das der Menschheit unbekannt ist. Dort in den Hallen des Lebens liegen sie in ihrem Schlaf. Frei fließt ihre Seele durch die Körper der Menschen. Immer wieder, während ihre Körper im Schlaf liegen, inkarnieren sie in die Körper der Menschen. Sie lehren und führen sie immer weiter und höher aus der Dunkelheit ins Licht. Dort in der Halle des Lebens, gefüllt mit ihrer Weisheit, der Menschenrasse unbekannt, sitzen die Kinder des Lichts für immer unter dem kalten Lebensfeuer. Es gibt Zeiten, da sie aufwachen und aus der Tiefe herauskommen,
um Lichter unter den Menschen zu sein, Unsterbliche unter Sterblichen. Wer von ihnen durch Weiterentwicklung aus der Dunkelheit herausgewachsen ist und sich selbst aus der Nacht ins Licht erhoben hat, der ist frei von den Hallen von Amenti, frei von der Blume des Lichts und Lebens. Lässt er sich dann von Weisheit und Wissen führen, wird er sich in seinem Menschsein weiterentwickeln zum Meister des Lebens. Dann möge er dort als einer unter den Meistern wohnen, frei von den Bindungen der Dunkelheit der Nacht. Inmitten dieser strahlenden Blume sitzen 7 Herren aus den Raumzeiten über uns. Sie helfen uns und führen die Menschenkinder mit unendlicher Weisheit auf dem Pfad durch die Zeit. Mächtig und fremd, verschleiert durch ihre Macht, still, allwissend zapfen sie die Lebenskraft, stets anders und doch eins mit den Menschenkindern, ja stets anders und doch eins mit den Kindern des Lichts. Sie sind Betreuer und Beobachter der Kraft, welche die Menschen unterjocht, bereit sie zu erlösen, sobald das Licht erreicht ist. An erster Stelle sitzt am mächtigsten die verschleierte Gegenwart, der Herr der Herren, die unendliche Neun. Er steht über den anderen aus jedem kosmischen Zyklus, beobachtet und prüft die Weiterentwicklung der Menschheit. Unter ihm sitzen die Herren der Zyklen, 3, 4, 5 und 6, 7, 8, jeder mit seinem Auftrag, jeder mit seinen Kräften, das Schicksal der Menschen führend und lenkend. Sie sitzen dort, mächtig und stark, frei von Zeit und Raum, nicht von dieser Welt und doch ihr verwandt. Sie sind ältere Brüder der Menschenkinder. Mit ihrer Weisheit urteilen und wägen sie, beobachten den Fortschritt des Lichts unter den Menschen. Dort vor sie hin wurde ich vom Residenten geführt und beobachtete, wie er eins wurde mit einem von oben. Dann kam von ihm eine Stimme, die zu mir sprach: Groß bist du unter den Kindern der Menschen, Tod. In Zukunft bist du frei von den Hallen von Amenti, Meister des Lebens unter den Menschenkindern. Du musst den Tod nicht mehr kosten, außer du willst es. Trinke vom Leben bis ans Ende der Ewigkeit. Von nun an und in alle Ewigkeit ist das Leben dein, wenn du es willst, und der Tod steht in deiner Macht. Weile hier oder gehe, ganz nach deinem Wunsch. Amenti ist frei von der Menschensonne. Gestalte dein Leben, wie auch immer du es wünschst, Kind des Lichts, das unter den Menschen aufgewachsen ist. Wähle selber dein Werk, denn alle Seelen müssen arbeiten. Weiche niemals vom Pfad des Lichts. Du hast einen Schritt vorwärts gemacht auf dem langen Pfad nach oben, doch der Berg des Lichts ist unendlich. Jeder Schritt, den du tust, macht den Berg nur höher. All dein Fortschreiten verlängert nur das Ziel. Je näher du der unendlichen Weisheit kommst, desto mehr weicht das Ziel zurück. Du bist jetzt befreit von den Hallen von Amenti, um Hand in Hand mit den Herren der Welt gehen, vereint im einen Ziel, zusammenarbeitend als Bringer des Lichts für die Menschenkinder.
Dann kam einer der Meister von seinem Thron, nahm meine Hand und führte mich weiter durch all die Hallen des tief verborgenen Landes. Er führte mich durch die Hallen von Amenti und zeigte mir die Mysterien, die den Menschen unbekannt. Er führte mich durch den dunklen Durchgang hinunter, dorthin, wo der dunkle Tod sitzt. Riesig lag die große Halle vor mir, ummauert von Dunkelheit und doch erfüllt von Licht. Vor mir erhob sich ein großer Thron der Dunkelheit, und auf ihm saß verschleiert eine Figur der Nacht. Dunkler als die Dunkelheit saß diese große Gestalt da, finsterer als die Finsternis der Nacht. Der Meister hielt vor ihr inne und sprach das Wort, welches Leben gebiert. O Meister der Dunkelheit, Führer auf dem Weg von Leben zu Leben, vor dich bringe ich eine Sonne des Morgens. Niemals berühre ihn mit der Kraft der Nacht. Rufe niemals seine Lebensflamme in die Dunkelheit der Nacht. Kenne ihn und betrachte ihn als einen unserer Brüder, der aufgestiegen ist aus der Dunkelheit ins Licht. Entlasse seine Flamme aus ihrem Joch und lass sie frei lodern durch die Dunkelheit der Nacht. Dann erhob sich die Hand der Gestalt, und heraus kam eine Flamme, die klar und leuchtend hell wurde. Sie rollte geschwind den Vorhang der Dunkelheit zurück und entschleierte die Halle von der Dunkelheit der Nacht. Dann wuchs im großen Raum vor mir Flamme auf Flamme aus dem Schleier der Nacht. In unzähligen Millionen hüpften sie vor mir. Einige brannten wie Feuerblumen, andere hatten eine geringere Strahlung, glühten nur schwach aus der Nacht. Einige schwanden rasch dahin, andere erwuchsen aus einem nur kleinen Lichtfünklein, jedes umgeben von seinem matten Schleier der Dunkelheit, doch mit einem Licht brennend, das niemals ausgelöscht werden konnte, kommend und gehend wie Glühwürmchen im Frühling, so füllten sie den Raum mit Licht und Leben. Dann erklang eine mächtige und feierliche Stimme, die sprach: Diese Lichter sind die Seelen von Menschen. Sie schwellen an und schwellen ab und bestehen ewig, immer sich ändernd und dennoch lebend durch den Tod hindurch in das Leben. Wenn sie erblüht sind zur Blume und den Zenit des Wachstums in ihrem Leben erreicht haben, dann sende ich geschwind meinen Schleier der Dunkelheit, verhülle sie mit dem Leichentuch und wandle sie zu neuen Lebensformen. Stetig durch die Zeitalter hinauf wächst und schwillt die Seele zu einer immer größeren Flamme und leuchtet die Dunkelheit mit ständig größerer Kraft aus, unterdrückt und doch nicht ausgelöscht durch den Schleier der Nacht. So wächst die Seele des Menschen stetig nach oben, unterdrückt und doch nicht ausgelöscht durch die Finsternis der Nacht. Ich, der Tod, komme, jedoch verweile ich nicht, denn das ewige Leben existiert in allem. Ich bin nur ein Hindernis auf dem Pfad des Lebens, werde schnell vom ewigen Licht besiegt. Erwache, o Flamme, die ewiglich im Innern brennt, brich hervor und besiege den Schleier der Nacht. Dann, mitten unter den Flammen in der Finsternis, wuchs eine, welche die Nacht vertrieb, flammend, sich ausdehnend, immer strahlender, bis schließlich nichts als Licht übrig blieb.
Danach sprach mein Meister und Führer: Schau auf deine eigene Seele, wie sie im Licht wächst und jetzt für immer frei ist vom Herrn der Nacht. Weiter führte er mich durch viele große Räume, die von den Mysterien der Kinder des Lichts erfüllt waren. Mysterien, von denen der Mensch jetzt noch nichts wissen darf, bis auch er eine Sonne des Lichts wird. Er führte mich dann zurück in das Licht der Halle des Lichts. Dort kniete ich vor den großen Meistern nieder, den Herren des Ganzen von den Zyklen über uns. Also sprach er dann mit Worten von großer Macht: Du bist befreit von den Hallen von Amenti. Bestimme jetzt du selbst dein Werk unter den Menschenkindern. Ich erwiderte: O großer Meister, lass mich ein Lehrer der Menschen sein. Ich will sie weiter und höher führen, bis auch sie Lichter unter den Menschen sind, befreit vom Schleier der Nacht, der sie umgibt, brennend mit dem Licht, das unter den Menschen scheinen soll. Die Stimme sprach darauf zu mir: Geh, wie dir beliebt, so sei es beschlossen. Meister deines eigenen Schicksals bist du, frei zu nehmen oder abzulehnen nach Belieben. Nimm dir die Macht, nimm dir die Weisheit, leuchte als Licht unter den Menschenkindern. Aufwärts dann führte mich der Resident, und ich wohnte wieder unter den Menschenkindern, belehrte sie und zeigte ihnen einiges von meiner Weisheit, als Sonne des Lichts, ein Feuer unter den Menschen. Nun nehme ich erneut den Pfad nach unten und suche das Licht in der Dunkelheit der Nacht. Haltet euch wacker und passt auf euch auf, bewahrt meine Lehre, denn sie soll ein Führer sein für die Menschenkinder. Interpretation der Tafel 2. Die Hallen von Amenti sind einzigartig unter all den verborgenen Räumen der Erde, da sie sich nicht in dieser Oktave der materiellen Schwingung befinden, sondern in einer Raumfalte, die von allen anderen Räumen getrennt ist. Sie haben eine direkte Verbindung mit den positiven und negativen Polen der Yarkima, nicht übersetzt, und sind auf diese Weise von Licht durchflutet, und zwar nicht nur aus dem kosmischen Bewusstsein, sondern auch aus dem ersten Jod. Ihre ungefähre Lage in Bezug zur Erde ist unter Atlantis, aber man muss sich aus dieser Raumfalte hinausbewegen, um dort einzutreten. Dies kann an verschiedenen Orten bewerkstelligt werden. Sulphur Springs, Oklahoma, Mount Shasta, Kalifornien, Mictlan, Südamerika, Shambhala, Tibet, die Große Pyramide, Ägypten, Schwarzwald, Deutschland, Benares, Indien, das Atlasgebirge, Afrika, die Wüste Gobi und ein unbenanntes Tal in Alaska. Die längst vergangene Zeit ist der erste Zyklus, der in der vergangenen Raumzeit fixiert ist. Jene besondere Periode, direkt nachdem sich das Negative auf den Menschen senkte und ihn an die materielle Ebene band. Die Meister jener Periode oder die Kinder des Lichts bildeten ihren eigenen Körper aus der Urmaterie und erfüllten ihn mit Leben. Obwohl diese Körper dieselbe äußere Form wie die des Menschen hatten, war ihre innere Struktur verschieden. Sie hatten Sinnesorgane, die nur durch eine Doppeleinheit des Bewusstseins, männlich und weiblich, benutzt werden konnten.
Sie waren nicht an das Negative oder das menschliche Durcheinander gebunden und waren deshalb frei, Dinge zu tun, die der Rest der Menschheit nicht tun konnte. Während der physische Körper von Tod alle 50 Jahre erneuert werden musste, erforderte der Urkörper nur alle 100 Jahre eine Erneuerung. Im ersten Zyklus bauten die Kinder des Lichts, die zu diesem Planeten herabgestiegen waren, die Hallen von Amenti. Mit Hilfe der Kräfte, die sie beherrschten, krümmten sie den Raum, konstruierten Amenti und banden es an die Erde. Die Dimensionsmauern um die Hallen schützten sie vor dem Eintritt jedes Bewusstseins, das nicht zu den höchsten zählt. Der große Raum war unterteilt in andere, kleinere Räume, in denen direkte Konzentrationen von Kräften aus der Yakima fokussiert waren. Es gab 32 dieser Lichtkinder auf der Erde, die für die Belange der Erde verantwortlich waren. In den Hallen wurde ein Konzentrationspunkt von starker Lebenskraft oder Geist platziert. In ihn ergoss sich diese Lebenskraft, die das eigentliche Leben des Planeten versorgt. Wenn ein Objekt auf der Erde sich auflöst, wird der nun befreite Geist hinuntergezogen zur Blume des Lebens in Amenti, um nach Bedarf wieder hervorgerufen zu werden. Diese funktioniert für die Erde in der gleichen Art wie der Solarplexus für den menschlichen Körper. Die Throne der Kinder des Lichts waren so aufgestellt, dass sie im vollen Fluss des Geistes waren, der ihre Körper genauso schnell wieder speiste, wie ihre eigenen Energien sich verbrauchten. So musste ein darunter gelegter Körper sein Leben nicht mehr direkt aus der Urquelle ziehen, sondern badete in ihrer Strahlung. Das Gleichgewicht wurde vollständig aufrechterhalten, wenn das Bewusstsein sich entfernt hatte, auch wenn dies Jahrhunderte dauerte. Die Lebenskraft ist so stark, dass die Speicher des Körpers, wenn dieser 100 Jahre drunter liegt, so gefüllt werden, dass es ohne weitere Erneuerung für 1000 Jahre reicht. Also würden 10 Jahre von jeweils 100 reichen, um den Körper jung und kraftvoll zu erhalten. In den meisten Fällen wurde der Körper für größere Zeiträume dort belassen, und die Kinder des Lichts traten durch Geburt in die Körper der Menschen ein. Gelegentlich kamen sie auch in ihren ursprünglichen Körpern hervor, aber nicht oft. Wenn einer die dritte Erleuchtung erreicht hat, ist er von Amenti befreit und kann, wenn er es wünscht, seinen Körper unter das Feuer des Lebens legen und ihn von Zeitalter zu Zeitalter erneuern. Die 7 Herren sind direkte Emanationen oder Ausdehnungen der 7 kosmischen Bewusstseine über diesem. Sie arbeiten unabhängig von diesem kosmischen Bewusstsein und doch in Harmonie mit ihm. Sie haben die Kontrolle über bestimmte höherdimensionale Kräfte, wie die negative Unordnung, und haben Emanationen auf allen bewohnten Planeten in diesem Kosmos. Andere Funktionen der Herren sind die Kontrolle der Raumzeit, die Trennung der 4 Zeiten und das Zurückdämmen eines Ansturms von Unordnung aus dem negativen Speicher auf die Bewusstseinsflammen, die sich von ihnen abgewendet haben. Es ist ihre Macht, welche die Lebenskraft in den Konzentrationspunkt der Blume des Lebens hineinzieht und dort verankert. Der Herr der Herren
ist die Emanation des 9. kosmischen Zyklus, und er oder es trägt diesen Titel, weil er oder es die am höchsten entwickelte und weitestreichende Emanation dieses ersten Jod ist. Es ist die Macht, die das Negative in allen kosmischen Zyklen kontrolliert. Unter ihm, jedoch gleich in Bezug auf Ziel und Kontrolle ihrer eigenen besonderen Mächte, sind die Herren der anderen 6 Zyklen über uns. Obwohl nicht von diesem kosmischen Bewusstsein, sind sie ihm für immer verwandt, denn sie sind aus dem gleichen Grundmaterial geformt. Sie ordneten die Unordnung und sind aus der gleichen Quelle geboren, dem ersten Jod, der Urquelle der Schöpfung. Tod wurde von Horlet, dem Residenten von Unal, vor die Herren gebracht, und dort sah er, wie der Resident sich mit einem der Lords vereinigte. Mit anderen Worten, sie traten in eine derartige Harmonie, dass sie eins wurden. Aus ihm kam eine Stimme. Die Herren, die keine menschliche Form oder Schwingung hatten, konnten nicht in Worten sprechen. Ihre Kraft wurde heruntertransformiert, damit Tod sie hören konnte. Später lernte er, seine eigene Schwingung so zu erhöhen, dass er die lautlose Stimme der Herren hören konnte. Dies konnte aber nicht geschehen, bevor er bestimmte Prüfungen bestanden hatte. Tod erhielt die Freiheit von Amenti, oder es wurde ihm der Schlüssel gegeben, womit er diesen Raum öffnen konnte, wann er wollte, und da er so Zugang zur Blume des Lebens hatte, brauchte er nur zu sterben, wenn er dies wünschte. Tod erlernt die Schöpfungsgesetze, so dass er jede Form oder jeden Körper nach Wunsch annehmen kann. Dem Gesetz folgend muss er jetzt wählen, welche besondere Aufgabe er annehmen will, denn das Erreichen der Erleuchtung bringt größere Möglichkeiten und Energien für die Arbeit. Die Höhe, die Tod erreicht hat, ist jedoch nur ein Vorgebirge gegenüber den größeren Bergen des transzendentalen Lichts, worauf alle kosmischen Bewusstseine hinarbeiten. Da Tod ein Ziel erreicht hatte, konnte er hinfort mit jenen weitergehen, die ein größeres Ziel suchen. Es war eines der 32 Kinder des Lichts, nicht einer der Herren, das Tod auf seinem ersten Rundgang durch die Hallen von Amenti führte, die Orte, worin die Antithese des Lebens, der Tod herrschte. Diese Kraft, irgendwie jener verwandt, die man Leben nennt, wird am Ort des Lebens gefunden. Es mag paradox erscheinen, den Tod dem Leben verwandt zu nennen, aber wenn wir merken, dass das Leben durch das Wirken des Todes auf das Negative freier wird, dann können wir seine Verwandtschaft sehen. Der Herr des Todes ist nicht einer der Herren von den oberen Zyklen, sondern er ist von diesem kosmischen Zyklus. Er ist verantwortlich für die Wirkung der Todeskraft auf das Negative, das jeden Bewusstseinsfunken umgibt. Diese Dunkelheit, die Verlust von Bewusstsein oder Tod bedeutet, wird Nacht genannt, denn in ihr verliert das Bewusstsein die Erinnerung an das, was gewesen ist. Ihm wurde bedeutet, er solle Tod nicht mit Bewusstseinsverlust berühren. Dem Herrn des Todes wurde gesagt, Tod als eine Sonne des Lichts zu sehen und anzuerkennen, die vom Tod weder gehalten noch berührt werden darf. Die Hand des Herrn des Todes ist erhoben
und sendet eine Flamme aus, die das Licht symbolisiert, das in der Dunkelheit des Todes verborgen ist. Das Licht vertreibt die Dunkelheit, und Tod werden ungezählte Millionen von Flammen gezeigt, jede eine auf dieser Ebene manifestierte Seele. Die Stärke oder Schwäche der Flamme zeigte den Grad der negativen Unordnung an, in die sie verstrickt war. Der Herr des Todes erzählt Tod von den Mysterien von Leben und Tod und erklärt, wie die Seele in einen physischen Körper inkarniert, wie sie den Zenit ihres Wachstums erreicht und dann eine Veränderung durchläuft, um darauf mit größerem Licht wieder hervorzuspringen. Der Tod kommt, aber nur als eine vorübergehende Erscheinung. Das Leben selbst ist unsterblich und existiert vom Anfang bis zum Ende. Am Ende müssen Leben und Licht immer Tod und Dunkelheit besiegen. Der Tod wünscht, dass das Licht seine Macht vertreibt, denn sogar der Tod entspringt dem Licht. Tod wird seine eigene Seele gezeigt, wie sie die Dunkelheit vertreibt und zu vollem Licht entflammt. Der Führer geleitet Tod dann in andere große Räume von Amenti und überall hin, zeigt ihm Mysterien, die nur Adepten enthüllt werden. Unter anderem wurden ihm die inneren Räume der 4. Dimension gezeigt. Tod wurde wieder vor die Herren gebracht, und die Herren, die zuerst zu ihm gesprochen hatten, befahlen ihm, seine Arbeit auszuwählen. Aus eigenem Antrieb wählte Tod, Lehrer zu werden und Seelen aus der Dunkelheit ins Licht zu bringen. Er wurde vom Herrn in seiner Wahl bestätigt und angewiesen, hinauszugehen und die Arbeit zu tun, die er sich ausgewählt hatte. Tod wurde wieder hochgeführt auf die Erde und erfüllte dort seine Mission, die er erwählt hatte. Er schließt mit der Bemerkung, dass er jetzt wieder nach Amenti geht und die Menschheit für einige Zeit verlässt. Wisse, dass dein Körper, wenn er vollkommen im Gleichgewicht ist, niemals vom Finger des Todes berührt werden kann. Ja, sogar ein Unfall kann sich nur ergeben, wenn das Gleichgewicht verschwunden ist. Wenn du ausgeglichen bist, wirst du ewig leben und den Tod nicht kennen.